Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema nächste Preisziele. Gold 2180 Dollar und Silber 37 Dollar im Juni 2023. Disclaimer. Nächste Ziele. Gold 2885 Dollar und Silber 37 Dollar im Juni 2023. Laut diesem Statisten kommt es im Juni zu einem Silberspike auf 37 Dollar, auf den dann ein scharfer Rückgang auf 24 Dollar erfolgt bis Jahresende. Danach erfolgt dann fast ebenso schneller Anstieg auf Silberpreise über 50 Dollar. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass ein Silberspike immer mit einer Goldaktienmania zusammenfällt, wie zum Beispiel 2011. Im Jahr 2011 wäre es richtig gewesen, seine Gold- und Silberaktien an der Spitze des Silberspikes zu verkaufen. Eine ähnliche Situation könnte auch jetzt in den nächsten Monaten zu sehen sein. Ja, eigentlich würde ich ja damit rechnen, dass Silber in Richtung 85, 58 Dollar steigt und dann vielleicht drastisch einbricht. Das weiß man alles nicht. Ich gebe nur wieder, wie das andere Statisten sehen. Wir müssen eben bei diesem Bereich, wenn es denn in den Bereich 37 Dollar gehen, dementsprechend vorsichtig sein, dass es dann eben, müssen wir im Hinterkopf halten, dass es dann eine Korrektur geben kann. Falls es so eine Korrektur geben würde von 37 Dollar auf 24 Dollar, wäre das natürlich extrem hart für Goldaktien, wie Sie ja alle wissen. Die reagieren besonders übersensibel darauf. Also könnte es eine Situation entstehen, wo wir vielleicht im Juni, wenn Silber bei 37 Dollar ist, unsere Goldaktien verkaufen müssen. Denkbar wäre dann eigentlich natürlich auch ein relativ schneller Wiedereinstieg und dann die Etablierung von Silber über 50 Dollar dementsprechend nochmal mit zu profitieren. Wie gesagt, keiner hat eine Kristallkugel. Ich will Ihnen einfach die verschiedenen Szenarien einfach auszeigen, wie das Statisten sehen. Ich würde meinen, wir würden jetzt einfach den Silver Spike von 2011 einfach übertreffen, vielleicht 58 Dollar, vielleicht sogar mehr, dann eine Korrektur. So würde ich das gefühlt sehen. Muss aber nicht sein. Kann auch so ein Szenario einkommen. Wie gesagt, es sind ja auch Leute, die sich hier mit diesen Charttechniken intensiv beschäftigen, die möglicherweise haben da einen besseren Blick drauf. Ja, hier auch nochmal da in dem Zusammenhang der GDX. Also der GDXJ steigt auf 80 Dollar, wenn Silber 37 Dollar erreicht. Danach kann es einen Rückgang bis Jahresende geben. Ja, also das ist der GDXJ, der Junior Goldaktienindex. Und Sie sehen, dass es immer höhere Tiefs gibt hier. Sie sehen das an dieser Kurve. Das heißt, dieser gesamte Bullenmarkt nähert sich seinem Finale entgegen. Wir sehen hier im Grunde genommen eine Bodenbildung, ein höheres Hoch, auch hier ein höheres Hoch. Da sind wir jetzt ja im Prinzip. Und jetzt kommt möglicherweise eben dieser Anstieg auf 80 Dollar von diesem Spike. Es ist dann höher als der Goldaktienindex von der Finanzkrise. Und dann kann es eben vielleicht eine Korrektur geben. Aber dadurch, dass das Ganze hier immer steiler wird, also fast dann ins Senkrechte geht sozusagen, ist es auch denkbar im Grunde genommen, dass es noch einen höheren Satz gibt. Also jedenfalls haben wir hier eine der finalen Goldaktien-Spikes vor uns, würde ich davon ableiten. Und ja, mit einer Zwischenkorrektur muss man auch in dem Fall dann rechnen. Aber sicher ist das nicht. Also das ist wirklich schwer zu timen. Also es kann jetzt enorme Aufschläge bei Goldaktien oder jetzt geben. Sicherlich ganz kurzfristig wird jetzt auch Gold nochmal vermutlich zurückgehen. Ich glaube, es gibt ja auch eine FED-Sitzung und da wird man sicherlich eingreifen und den Goldpreis vermutlich Richtung 1900 bringen. Aber dann geht es los. Dann dürften wir einen starken Anstieg eben zu diesem Wert bei Gold bis Sommer von 2180 Dollar sehen. Und das würde natürlich den Goldaktien ungeheuren Auftrieb geben. Ja, hier ein Silber-Junior-Produzent aus den USA. Ähm, Die haben Projekte schauen wir mal, wo war das? Ähm, War das Idaho?
Nebraska. Ich lese mal vor. Also die Mine 2700 Hektar ist einer der traditionsreichsten Basis- und Silberminen der amerikanischen Geschichte. Die erste Entdeckung und Schließung des Geländes begann im Jahre 1885. Von diesem Zeitpunkt an bis zur Schließung der Mine im Jahr 1991 belief sich die Gesamtproduktion auf 72 Millionen Tonnen und ein Durchschnittsgehalt von 8,43% Blei, 3,52% Silberunzen pro Tonne und 4,52% Zink. Die historische Mine befindet sich im Weltklasse Silberbauwerk Bezirk Coeur Die historische Mine äh, findet sich in den Städten Kellogg und Wagner im Shooter County in Idaho. Ja, Idaho, nochmal diese Coeur d'Alene, war ja eine dieser Silberminen, die wir aus den 60er Jahren immer erwähnen, die sich, glaube ich, da vertausendfacht hat. Also das fand in dieser Umgebung statt. Jetzt sage ich keinesfalls, dass das jetzt Ähnliches damit passieren kann, aber es ist ein gutes Rechtsgebiet, es ist in der Nähe, es ist hochgradig, es produziert, es hat Cashflow. Sie sehen, der Boden ist gefunden, die hat mittlerweile eigentlich alle Gewinne mehr oder weniger abgegeben. Trotzdem ist sie wieder stark am Augenbruch und das Unternehmen kann eben ganz, ganz schnell wieder auf 20 Cent sein. Und wenn es natürlich dann mit Silber dementsprechend höher geht, ist $1 und mehr auch absolut denkbar. Also insgesamt haben sie 50 Millionen Unzen Silber, mittelgradiges Gold oder beziehungsweise hochgradiges Silber. Sie sehen die hohen Blei- und Zinkwerte, das sind noch Nebenprodukte. Und theoretisch, wenn es eine Silbermaniak kommen würde, das zeigt dieser Potenzialfaktor an, könnte diese Aktie auch um das Hundertfache steigen. Also in einer wirklich wichtigen Silbermania kann es dann auf $10 steigen oder sagen wir mal auf 5 bis 10 in der absoluten Spitze. Ist vielleicht denkbar, ist sicherlich ein interessantes Unternehmen anzusehen, weil es eben produziert. Möglicherweise können die Ressourcen auch noch ausgedehnt werden, wie hier steht, ausgezeichnetes Explorationspotenzial, hochgradiges Tiefe insbesondere, wenn Sie in der Mine noch tiefer gehen, da ist noch einiges abzubauen. Ja, also sollte man sich auf alle Fälle angucken und ja, wie gesagt, natürlich immer keine Kaufempfehlung, aber meines Erachtens wirklich ein Blick wert. Ja, Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre und die aktuelle historische Unterbewertung von Goldaktien. Ja, das ist das, was uns hier bei den Goldaktien bei der Stange hält. Da stiegen eben Aktien von 15 nach 20 Cent auf 15, 20, 30, $40. Das heißt, hier sehen Sie Beispiele, wo aus $1.000 teilweise $380.000 wurden und das in einer relativ kurzer Zeit. Das passiert hier ab und zu mal im Goldaktienbereich, wenn natürlich die Verzerrungen extrem sind, so wie aktuell jetzt. Und das ist, auch wenn jetzt diese Verzerrung, diese Drücke nach unten schon sehr, sehr lange anhält, deswegen glaubt eigentlich keiner an das Potenzial. Aber wenn sich der Markt mal doch drehen sollte, sind meines Erachtens solche Zahlen möglich, wie sie, wie gesagt, ab und zu mal passieren. Und wenn Sie das einfach sehen, wir hatten jetzt hier von dem Anstieg von 2009 auf 2011 gesehen. Also da haben Leute Millionen gemacht, hier von 2009 bis 2011 Millionen gemacht. Und das war nur eine kleine Bärenmarkt-Rallye in einen Abwärtstrend. Was passiert, wenn die Bärenmarkt-Rallye kann es nicht, also Bärenmarkt kann es nicht mehr geben. Der Boden ist hier, Sie sehen das selbst, absolut gefunden. Was passiert jetzt, wenn es eine vollblown äh, Gold- und Silberaktien-Mania gibt, die meiner Meinung nach dann hier 2011 und sowas alles in den Schatten stellen könnte und die ganze Unterbewertung dieser 20 Jahren mehr oder weniger anhält, rausnehmen. Und das ist meiner Meinung nach einfach der Stoff für die größte Gold- und Silberaktien-Rallye aller Zeiten, die möglicherweise dann sogar diese Rallye aus den 70er Jahren in den Schatten stellen könnte. Gut, das wird man sehen. Jedenfalls finde ich, die Zahlen, das Chart, die Situation, auch die Gesamtsituation, jetzt hier mit der Rettung von der Credit Suisse und sonst was. Irgendwo gab es jetzt schon Zahlen, dass etliche Billionen da in den Banksektor gepumpt werden. Da werden auch einige dieser neu geschaffenen Währungseinheiten meiner Meinung nach auch in diesen Sektor fließen müssen. Ja, generell die Einordnung der Goldaktien sag ich mal, in die Ereignisse, die vorausliegen.
Wie gesagt, wir haben eben keine ruhige Entwicklung. Wir können nicht jetzt einfach sagen, ja, wir investieren in Top-Aktien und Top-Unternehmen und sitzen das eigentlich aus. Klar, kann man machen, aber die Eruptionen, die vor uns liegen, denke ich mal, das sind andere Investment wie Gold und Silber und in Goldaktien sinnvoller. Also grundsätzlich wird ja gedacht, dass das der absolute Goldspitze sind in dieser Krise, Inflationskrise, sind 8.000 heutige Kaufkraft für Gold und für Silber wird das dann irgendwann 200 bis 400 heutige Kaufkraft sein. Das heißt, auch Mike Maloney meint, wie in den 1980er Jahren werden sie für 500 Unzen Silber ein Haus kaufen können. Das war 1980 so. Und da sehen Sie, und heute kosten 500 Silber ungefähr 15.000, 16.000 Franken oder Euro. Also ist da noch ein enormes Potenzial, beziehungsweise enormes Steigerungspotenzial bei Silber und ein enormes Abwertungspotenzial bei Immobilien. Das gleiche gilt für Standardaktien, was hier diese Links, diese Dow-Gold-Ratio aussagt. Das heißt, im Augenblick, wenn man einen Dow verkauft, bekommt man noch 15 Unzen. Und wenn dieser ökonomische Tiefpunkt erreicht ist, ja, dann bekommt man für einen Dow vielleicht noch eine halbe Unze oder so. Und das ist natürlich dann die Geschichte, wo man in in zum Beispiel Immobilien oder Standardaktien einsteigen müssen. Also die Idee ist im Grunde genommen, wir glauben, dass eben diese Goldaktien als erstes ihre Unterbewertung jetzt beenden. Gold steigt nur moderat, vielleicht auf 2.500 nächstes Jahr oder wir haben es ja auch gesagt, jetzt hier 2.185 wie der eine Chartist das meint. Das führt dazu, dass die Goldaktien, sage ich mal, von den Toten quasi aufstehen, dass sie aus nichts mit einmal wieder bewertet werden. Das gibt einen überproportionalen enormen Bewertungsaufschlag. Das ist das erste Ereignis, dass die sozusagen aktiviert werden. Vielleicht im Schnitt, Sie sehen hier diese Ausgabe, Average Penny Stocks Appreciated 160 Times. Das war während des Silberbooms in den 60er Jahren. Da hat der Silberpreis sich verändert. Da wurde ja auch Silber aus den Währungen genommen. Und da an einer Rohstoffbörse, des Spokane Stock Exchange, ist keine Silberaktie weniger als das 160-fache gestiegen. Und das ist eben diese einmalige große Chance bei den Minen. Und Gold und Silber ist dann noch gar nicht so gestiegen. Gold ist dann, wie gesagt, bei 2.200, 2.500, who knows. Silber 37, vielleicht ein bisschen über 50, muss man sehen. Und man kann dadurch überproportionale Gewinne haben, denn überproportional nochmal mehr Gold und Silber kaufen. So, dann muss man einfach abwarten, was passiert. Und man kann ja logischerweise bekanntlich mit genügend Gold und Silber sind die Verhältnisse des Finanzsystems herzlich egal. Wie gesagt, es ist eine relativ risikohohe Investition. Irgendwann haben wir vielleicht das ganz extreme Szenario, erreichen die hohen Werte. Vielleicht wird es sogar so, dass die Börsen geschlossen werden, kaum gehandelt werden. Und das würde meiner Meinung nach dazu führen, dass diese Aktien erstmal ein Großteil generell den Wert verliert, ausgebucht wird, aber wirklich absolute Top-Aktien, vielleicht Top-Fonds, dann aber auch anders als 1980 sogar, dass man das überproportional billiger kriegt. Weil 1980 wurden keine Börsen geschlossen. Da konnte man einfach seine Goldaktien-Gewinne, die ich Ihnen gezeigt habe, wo Leute aus Tausende, Viertelmillionen gemacht, die hätte man einfach dann in Berkshire Hathaway oder sonst was investieren können. Einfach unglaublich, dieser Gedanke. Aber das ist 1980. Wir müssen befürchten, das wird dies so ein bisschen schwieriger, weil die Ungleichgewichte sind vieles, vieles größer. Das ist im Prinzip negativ, weil wir können nicht einfach Goldaktien dann in Standardaktien. Wir können das teilweise machen, ja, normal verteilen. Wir haben ja alle keine Kristallkugel, aber nicht den Hauptteil, weil wir es nicht wissen, was passiert. Das ist vorerst ein Nachteil. Aber der Riesenvorteil ist, wenn es zu einer solchen extremen Börsenschließung kommt, anders als 1980, bedeutet das auch, dass Top-Aktien noch viel billiger werden als zu diesem billigsten Zeitpunkt 1980. Das ist dann der Vorteil an diesem Szenario. Dazu brauchen sie physisches Gold. Irgendwann fahren sie die Börsen hoch und da muss man sehen, dass man sofort Top-Werte sich unter den Nagel reißt, der physische. Die dürfen dann eine Mega-Rallye hinlegen. Das Timing darf man auch nicht vergessen. Ja, und das meinen wir sind quasi drei Ereignisse, die
darf man nicht Opfer von diesen drei Ereignissen werden. Diese drei Ereignisse muss man quasi miteinander multiplizieren. Und wir haben das hier mal gemacht. Man nimmt dann einfach $200, unterstellt einfach, ich mache jetzt mit Goldaktien, im Schnitt werden die sich ver25-fachen, bis Gold zum Beispiel 2500 ist. Dann sagen wir einfach, ja, irgendwann erreicht dann noch Gold 8000, Faktor 4, Silber natürlich mehr, dementsprechend. Und die 50 steht dann einfach zum Beispiel für einen Top-Fonds. Warren Buffett, Berkshire Hathaway Fonds ist von 1980 bis zum Jahr 2000 hier von 400 auf $80.000 gestiegen, was ein Anstieg um das 200-fach ist. Ich weiß, Warren Buffett ist ein Sonderphänomen, aber gute Top-Aktien, gute Top-Fonds haben ungefähr diese Performance zwischen 1980 und dem Jahr 2000 hingelegt. Und die müssen wir halt identifizieren. Und je nachdem, wenn das Währungssystem sich stabilisiert, muss man sich riesige Mengen davon unter den Nagel reißen und dann haben sie diese Ver50-fach. Und das zusammen gibt den unglaublichen Betrag von 1 Million Kaufkraft, nicht inflationiertes Wert, weil das ist ja multipliziert. Das ist eine reine Theorie. Aber es ist sehr faszinierend und ich finde, man muss sich im Grunde genommen, ist das eigentlich die passgerechte Antwort auf die gegenwärtige Situation? Also ich denke, es ist absolut wichtig, sich auf diese verschiedenen Ereignisse vorzubereiten. Man kann mehrere Investmentketten aufsetzen. Im Augenblick ist es meines Erachtens eben Goldaktien kaufen, natürlich auch physisch Gold und Silber. Sie können ja genauso gut eine Goldunze können Sie jetzt kaufen, vervierfacht sich, und reinvestieren das. Aber mit Goldaktien haben Sie dann einmal vielleicht 10, 20 Unzen. Sie haben aus einer Goldunze, machen Sie 10, 20 Goldunzen und investieren das dementsprechend. Das ist mit dieser Ereigniskette gemeint. Sicherlich ein theorielastiges Sache, aber ich kann es nur betonen, 1980 Goldaktien und dann Topfonds oder Zukunftsaktien, man war der gemachte Mann. Das war absolut so. Aber die meisten sind ja 1980 hingegangen und haben Gold und Goldaktien auf dem Höhepunkt gekauft. Das muss man sich bewusst machen. Selbstverständlich wird das auch heute passieren. Die Leute in der Erwartung, ihre letzten Gelder zu retten, werden dann Gold für 5.000, 8.000 oder sonst was kaufen und müssen dann 90, 80 und 99-prozentigen Verlust dahin nehmen. Das wird sich niemals ändern. Also wir müssen uns mental auf diese Ereignisse vorbereiten, sonst hält man das nicht aus. Und das soll einfach als Idee dienen, wie man das vielleicht erfolgreich managen kann. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen nach moderaten und hohen und sehr hohen Risiko die Aktien zu selektieren, berechnen Potenzialfaktor aus der Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, haben eben auch eine Exit-Strategie entwickelt, dass man ein Konzept hat, was man dann vielleicht das später wechseln kann, wenn der Goldaktienboom vorbei ist. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, sofort über neue Videos informiert werden und auch generell vielleicht ein Like geben. Dann würden diese Videos auch bei anderen Leuten vorgeschlagen worden, die sich möglicherweise für das Thema interessieren. Also nochmal besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.